Ich glaube, uns ist allen klar, Europa kann Raumfahrt. So die Frage ist so ein bisschen, wollen wir eigentlich Raumfahrt? Und wer könnte diese Frage besser beantworten als Marie-Christine von Hahn? Du bist im Prinzip mit 260 Unternehmen, glaube ich, 115.000 Beschäftigte, vertrittst du im Prinzip die Luft- und Raumfahrtindustrie. Du sagst so, bei der ILA 2026, hier werden so die Entscheidungen vorbereitet von der Politik, von der Industrie, von der Forschung. Wo geht's da momentan wirklich um die Wurst, wo du sagen willst, ey, das sind jetzt Entscheidungen, da müssen jetzt alle zusammenkommen und sagen, da müssen wir was machen? Also hallo Moritz und vielen Dank, dass ich wieder dabei sein darf zum zweiten Mal nach Paris, jetzt endlich Berlin, bei uns zu Hause sozusagen, das ist super. Tatsächlich geht überall die Post ab und auch überall werden die Errungenschaften aus der Luft- und Raumfahrt gebraucht. Das ist das Tolle an uns und wir können, und das Tolle ist auch, dass wir bereits eben halt auf einem riesigen Wachstumspfad sind. Du hast die Zahlen gerade genannt, die sind veraltet. Und sie sind nämlich tatsächlich, die sind vom letzten Jahr und die sind jetzt mittlerweile viel größer noch geworden. Das ist super. Wir haben also im BDLI haben wir jetzt über 300 Mitglieder, sind drastisch gewachsen, weil so viel passiert. Und wir sind nicht mehr 115.000 Beschäftigte, sondern haben gerade vor 2 Wochen neue Zahlen veröffentlicht. 130.000 Beschäftigte in Deutschland weltweit in der Luft- und Raumfahrtindustrie, zivil und militärisch. Wir haben das auch in Paris letztes Mal so angesprochen, weil da ging das so los, dass man das richtig spüren konnte, dass da von den Ausstellern her, von den Exponaten und aber auch von dem Andrang, sowohl von den Messebesuchern als auch von der Politik, man gemerkt hat, okay, da geht's jetzt um was. Und da hatten wir letztes Jahr viel über die ESA-Ministerratskonferenz gesprochen, die so in der Luft hängt. Da gehen wir auch gleich nochmal drauf ein. Du bist die erste BDLI-Geschäftsführerin und die nicht aus dem Luftfahrtkonzern kommt. Du hast Industriepolitik auch viel gemacht. Hast du einen besonderen Blick von außen, der für die Branche praktisch, wo du was sehen kannst, was man vorher vielleicht aus der Luftfahrt und der Raumfahrt so nicht gesehen hat? Zunächst mal sieht man, glaube ich, in der Verhaltensweise, wie Industrie und Politik zusammenspielen, viele Parallelen zu den Branchen, in denen ich vorher tätig war. Manchmal ist das etwas ähnlich, was jetzt hier wirklich neu ist. Das ist es aber, glaube ich, sowohl für mich als auch für die Branche selber oder auch für die vorher schon da waren, ist einfach diese enorme Aufbruchsstimmung, die wir selber ja verspüren und das deshalb verspüren, weil wir im Moment so eine massive politische Rückendeckung haben. Nochmal, in allen Bereichen. Luftfahrt, Raumfahrt, zivil, militärisch, es wird alles gebraucht. Und bei der Raumfahrt ist es natürlich eklatant. Du hast die ESA-Ministerratskonferenz angesprochen. Das war ja ein absoluter Durchbruch, ein Meilenstein, Groundbreaking, wie so will man es bezeichnen, alles gleichzeitig. Ein solch großes Budget ist nie aufgerufen worden zuvor und das hat einen Grund. Wir wissen, Entwicklungszyklen in der Raumfahrt sind lang, aber sie sind wahnsinnig notwendig, weil wir Raumfahrt brauchen in jedem Aspekt unseres Lebens und weil wir verstanden haben als Deutsche und als Europäer, dass wir zurückstehen und das ist etwas, wo wir dringend aufholen müssen, um selbstständig agieren zu können. Nicht immer alleine, das wird ja sowieso gar nicht passieren. Man braucht immer Partner auf der Welt. Aber dass wir so stark werden, dass wir eben ein Partner auf Augenhöhe sind, dass wir selber launchen können, dass wir selber Satelliten betreiben, dass wir selber sie schützen können und darüber bestimmen können, was für Bilder wir aus dem All bekommen. Das ist alles total wichtig für jegliche Dinge im Leben. Und da sind wir uns auf den Weg gemacht. Und das geht nur in einem starken Verbund zwischen Industrie, politischen Entscheidungsträgern und der Forschung. Und dafür haben wir in den letzten Monaten, 1,5 Jahren, extreme Signale gesehen. Und es wird hier auf der ILA sehr spürbar. Der Rekordbudget aus Deutschland für die ESA-Ministerratskonferenz, was dann auch für ein Rekordbudget eigentlich bei der ESA auch gesorgt hat. Da wurde im Prinzip mehr gezeichnet, als die ESA vorher sich gedacht hat, dass sie bekommen würde. Oder meine Zuschauer, die sind natürlich alle auch sehr irgendwie an Raketenstarts interessiert. Die sind natürlich, man sieht Feuer, es ist irgendwie spektakulär. Und da ist natürlich, wenn wir gerade am Anfang diese Sache von wegen, wir können Raumfahrt, ist die Frage, ob wir wollen. Letztes Jahr knapp 330 Starts weltweit, die in den Orbit gingen. Davon waren 8 aus Gesamteuropa. Das ist natürlich ein krasser Unterschied bei der Nutzlast. Oder wenn wir uns anschauen, ich glaube, knapp 90% der Starts kamen aus China und aus den USA. Woran liegt das, wenn es nicht am Können liegt? Naja, also ich glaube, wir müssen ein bisschen gleichzeitig gnädig mit uns selber sein.
und gleichzeitig hohe Ansprüche an uns selber erheben. Und zwar nämlich dafür zu sorgen, dass es sich schnell steigert, denn das ist richtig. Nur wer selbstständig darüber bestimmen kann, ob man auch Dinge in den Orbit kriegt, ist eben in der Lage, dort sich gut aufzustellen. Also wir haben eben den europäischen Startplatz der Ariane in Kourou. Das ist gut, das ist richtig. Die Ariane ist eine super Rakete, also richtig, richtig toll. Aber wir brauchen mehr und deswegen ist es super, dass wir jetzt mit Andoya einen neuen Spot haben, in dem ja vieles passiert, in dem ESA Aerospace schon erste Versuche gestartet hat. Richtig tolle Versuche, richtige Meilensteine. Übrigens auch ein schöner Aspekt. Norwegen ist nicht Teil der Europäischen Union und dennoch ein total wertgeschätzter Partner. Partnerschaften hatten wir eben schon angesprochen. Ohne die geht's nicht. Und gut, das ist jetzt eben eine neue Option. Und wir sehen eben, wir brauchen Startplätze, wir brauchen aber Unternehmen, die es machen. Beides vervielfältigt sich. Insofern, also es sind eben lange Entwicklungszyklen, auch in den Launcher Capabilities. Josef Aschbacher hat mir mal gesagt, also Rocket Science, Launcher Science ist fast das Schlimmste von allem oder das Komplizierteste von allem. Da muss man langen Atem haben. Deswegen sage ich, man muss ein bisschen gnädig mit sich sein. Wir machen uns auf den Weg mit ziemlichem Highspeed. Und ich bin mir ganz sicher, es kann nicht anders sein. Wir testen, wir machen, wir tun, wir investieren. All diese Unternehmen tun das. Wir werden besser werden und wir werden uns ermannen und erfrauen. Tatsächlich, du sprichst ESA Aerospace an. Die haben jetzt gerade announced, dass sie nächste Woche ein Startfenster haben, dass sie es dann wieder versuchen. Montag könnte es losgehen, die ganze Woche wäre ein Startfenster. Da bin ich natürlich sehr, sehr gespannt drauf und meine Community verfolgt das halt live mit. Und das ist, ich glaube, auf der Nutzlastseite sind wir in Europa sehr, sehr gut auch aufgestellt. Aber natürlich, wenn wir was unabhängig machen wollen, müssen wir die Sachen auch starten können. Und ich bin dabei, dass ich auch glaube, wir sind jetzt auf einem sehr guten Weg und das hat jetzt Vorlauf und das ist jetzt kurz vor dem Durchbruch. Es gibt so 3 Schlagworte, die so bei dem Thema Geschwindigkeit immer fallen. Das ist Geld, politischer Mut und Bürokratie. Hast du da eine Sache, wo du sagst, da könnte man am schnellsten was bewegen? Na, die Geldsignale sind ja gut auf verschiedenen Ebenen sehr gut gewesen jetzt in den letzten Monaten. Wir haben die Grundgesetzänderung und die Befreiung von der Schuldenbremse für Verteidigungsausgaben. Wir haben die ESA-Ministerratskonferenz und die große Zeichnung von Deutschland. Was da ein wesentlicher Faktor, das kann man aus beiden Facetten raushören, ist, dass eben die Scheu und die Scham vor Verteidigung fällt. Und dass auch die Scheu und Scham vor der Verbindung von zivilem Nutzen und militärischem Nutzen fällt. Also ich hatte jetzt das ganz große Vergnügen mit dem Bundesverteidigungsminister in Kanada zu sein für 2 Wochen. Und da hat er begeistert berichtet, dass er ein Gespräch hatte mit der Hochschulrektorenkonferenz und sagte, das ist ja eigentlich auch unfassbar, das wäre vor 2 Jahren noch völlig undenkbar gewesen, dass der Verteidigungsminister sich mit den Chefs der deutschen Hochschulen trifft, weil da viel größere Vorbehalte bis vor kurzem noch gewesen sind. Also all das fällt und das ist richtig. Denn ich glaube, es beißt die Maus keinen Faden ab. Wir sind in einer Weltlage, in der wir wirklich viel daran setzen müssen, verteidigungsfähig zu werden. Nur wenn wir zeigen, dass wir verteidigungsfähig sind, dann werden wir in die Lage gebracht, uns hoffentlich nie verteidigen zu müssen. Und zu der Verteidigungsfähigkeit, das hat jetzt auch jeder verstanden, weil man es ja an den grauenhaften Beispielen beispielsweise aus der Ukraine sieht oder aus Russland eben auch. Was passiert, wenn Satelliten abgeschaltet werden? Was ist, wenn Regionen oder Regierungen von diesem Wissen befreit werden, wo was passiert? Dann werden sie sofort angegriffen. Und deswegen spielt die Raumfahrt eben auch in der Verteidigungsfrage eine Rolle. Es spielt die Frage eine Rolle, wie sich Unternehmen sowohl zivil als auch militärisch verknüpfen und aufstellen. All das kommt zusammen. Und deswegen glaube ich nochmal, ist es einfach ein ganz wichtiger Moment, den wir hier in der Zeit haben. Und die ILA, nochmal zurückkommen zur ILA. Hier siehst du das alles. Ne? Du bist auch hier übers Gelände gelaufen. Überall brummt es, überall wächst es. Und für die Raumfahrt freut es mich ganz besonders. Und ist auch natürlich richtig, nochmal für die vielleicht sich am Wochenende auf den Weg machen, die Space-Halle und der Space Pavilion mit unserer Mondimitation ist der absolute Oberkracher. Da sieht man, und da gibt es so viele Beispiele, so viele Exponate. Die Astronauten sind da, super coole Ingenieure und Forscher sind da, die einem alles erklären können. Ich glaube, da wird dann sehr schnell deutlich, wir wollen aufholen, wir müssen aufholen. Alle wollen das.
müssen jetzt halt irgendwie unsere schlaue Energie auf politischer Forschungs- und Industrieseite zusammenpacken, um das auch wirklich schnell zu tun. Ich spreche nachher auch noch mit Generalmajor Traut, Sehr Weltraumkommando, Ja. und der sagt, es wird jeden Tag gestört. Also es ist so von wegen, das kriegt man mit unten vielleicht nicht mit. Das heißt im Prinzip, da machen viele Leute auch was hinten dran, oder die Infrastruktur ist da so resilient, dass das der normale Nutzer so nicht mitkriegt, aber das passiert jeden Tag. Und ja, da muss viel passieren. Und witzigerweise vor einem Jahr auf der Paris Air Show haben wir genau darüber gesprochen. Da hattest du nämlich gefordert, hast gesagt, ja, auf europäischer Raumfahrtebene müssen wir uns davon trennen, oder lösen von dieser Trennung zivile Raumfahrt und militärische. Und eigentlich ist ja genau das passiert. Also bei der ESA-Ministerratskonferenz war das erste Mal auch, dass sich das Verteidigungsministerium mit einem Budget an dem ESA-Haushalt beteiligt ist. Ist es der Durchbruch oder ist es der Tropfen auf den heißen Stein? Es ist der Anfang vom Durchbruch. Also es ist oder sagen wir mal, es ist ein Startsignal. Also solche Signale hat es lange Zeit überhaupt gar nicht gegeben. Und jetzt sind sie da. Und wir alle wissen, dass wir super schlaue, super erfolgreiche Unternehmen im Raumfahrtbereich in Deutschland haben. Große und kleine, etablierte und junge, in denen mega gute Arbeit geleistet wird. Die müssen jetzt sozusagen von alleine gelassen werden. Die müssen richtig viele Aufträge kriegen und die müssen ins Produzieren kommen von allem, was es für die Raumfahrt braucht. Satelliten, Launcher, Software, Bodenstationen, Raketentechnologie, you name it. Es wird alles gebraucht. Und das ist vielleicht auch so der Shift, dass die Industrie immer gesagt hat, ja, das brauchen wir doch eigentlich, und dann aber auf der Verteidigungsseite eher so ein bisschen nicht unbedingt das bestellt wurde oder gesagt wurde, dass das Budget dafür da, das zu holen. Und jetzt plötzlich sind die Budgets da und der Auftrag von der Politik oder von der Verteidigung kommt. Und jetzt sehe ich so ein bisschen, vielleicht kannst du mich da korrigieren, aber dass die Unternehmen, wir hätten ein bisschen mehr Vorlaufzeit gebraucht und jetzt müssen wir die Fertigungskapazitäten auch erstmal etablieren. Wo klemmt's da? Was muss da passieren, damit wir da schneller werden können? Weil wir reden jetzt mittlerweile von Verteidigungsfähigkeiten, die dann in Jahren aufgebaut werden, nicht mehr in Jahrzehnten, wie es bisher üblich war. Ja, das ist richtig. Also Unternehmen haben generell immer eine Herausforderung, wenn es sehr, sehr schnell gehen muss. Bei bodenständigen Angelegenheiten wie Hallen bauen, Fertigungsketten bauen, Leute finden. Also es ist ja und dann immer verknüpft bei den Bau- und Fertigungslinien und so weiter sind immer Planungsverfahren mit dabei, Genehmigungsverfahren. Dann nähern wir uns dem Thema Bürokratie. Auflagen in Deutschland, das ist ein Thema für alle unsere Unternehmen im BDLI. Da gibt's unfassbare Geschichten, was da wo wie hakt. Aber auch das und ich mache ja lange schon Industriepolitik oder begleite Industriepolitik von der industriellen Seite aus. Das ist tatsächlich in den verschiedenen Branchen überall gleich. Oder wo ich vorher war das ähnlich. Wir haben vor 10 Jahren, also ähnliche Sachverhalte. Und ich sag mal so, vor 8 oder 10 Jahren haben wir mit sowas kein Gehör gefunden. Wenn wir jetzt zum Wirtschaftsministerium, zu einem Landratsamt, zu einem Kanzleramt hingehen und sagen, guck mal, ich habe hier ein Unternehmen, die kriegen, fällt jetzt gerade ein Beispiel ein, das ist so eine Verkettung von Dingen, aber die ist dann eben wichtig. Wir würden gerne viel mehr Frauen einstellen in einem ländlichen Gebiet, totaler Hidden Champion, ein super Unternehmen. Wir würden gerne mehr Frauen einstellen. Wir können das aber nicht, weil in Deutschland irgendwie noch etwas antiquierte Rollenmodelle irgendwie auf dem Vorzug sind, weil die ab Anfang Mitte 30 zu Hause bleiben und sich um die Kinder kümmern. Wir würden gerne einen Betriebskindergarten bauen, aber wir kriegen keine Baugenehmigung für diesen Kindergarten, weil irgendwie das Landratsamt und keine Ahnung, irgendeine andere Behörde sich kloppen, wer das eigentlich erteilen müsste. Sie verzögern sich und so weiter. Manchmal sind es so absolut absurde Verschränkungen von banalesten Alltagsproblemen, die dazu führen, dass zum Schluss jemand irgendeine Kapazität nicht aufbauen kann, weil ihm Leute fehlen, weil ihm Anlagen fehlen. Und da kann man, glaube ich, aber wir haben jetzt viel mehr Gehör, wir haben viel mehr Einflussnahmemöglichkeiten, das auch zu artikulieren und da Veränderungen herbeizuführen. Das ist super. Genau, und insofern glaube ich, das wäre mal eine Schwachstelle, also Bürokratielasten abbauen, der Fachkräftemangel. Wir sehen, dass wir hochgradig attraktiv sind. Wir sehen an den Hochschulen, dass Luft- und Raumfahrtingenieurwesen gut nachgefragt wird. Wir sehen es an den Bewerberzahlen in den Unternehmen. Läuft alles gut, aber muss man natürlich auch nachhaltig alles anlegen. Und eine Sache wollte ich aber noch unbedingt genannt haben, und das ist natürlich die Rohstoffversorgung. Die ist, glaube ich, eine kleine Achillesferse, die wir haben. Alle Gerätschaften, die wir bauen, bestehen aus irgendwelchen Materialien und oftmals sind es Metalle oder seltene Erden, wie man sie nennt, sind auch Metalle.
die irgendwo herkommen und wo wir einen begrenzten Zugang haben als Industrie. Und das ist schwierig. Weil wenn da irgendwann mal von irgendeinem Partner oder eben nicht Partner der Hahn abgedreht wird, dann stehen wir richtig doof da. Und da muss politisch ganz dringend unterstützt werden. Das bringt mich zu der Frage, ich weiß, ihr habt einen ganzen Katalog an Dingen, die ihr euch eigentlich von der Politik wünschen würdet. Wenn wir jetzt sagen, wir sind jetzt im Sprint, wir wollen jetzt bis 2030 oder in frühen 2030er Jahren ganz vorne mit dabei sein, resilient aufgestellt sein. Gibt es eine Sache, die du wirklich sagst, das wünschst du dir, wenn du es dir wünschen könntest, dass das die Politik umsetzt? Ich nehme jetzt mal die Bundesregierung, die Zeichen der Zeit und die Notwendigkeiten, was Luft- und Raumfahrt angeht, schon sehr gut erkannt hat. Und das siehst du an den 35 Milliarden, die Boris Pistorius ausgeben möchte für Investitionen in die Raumfahrt. Das siehst du an der Hightech-Agenda Deutschlands, die Doro Bär gelauncht hat. Das ist das Luft- und Raumfahrttechnologie als ein Schwerpunktthema, was prioritär zu erforschen ist, genannt. Das ist ein absoluter Knaller, finde ich, weil es nur eins von 5 oder 6 Forschungsfeldern überhaupt ist, die sie da genannt hat. Das ist ganz, und daran sieht man, verstanden. Also, und das ist jetzt nicht, weil es von Doro Bär kommt und sie Raumfahrtministerin ist, sondern das gilt wirklich, sie ist ja Forschungsministerin, also sie hat sich schon das ganze Portfolio angeguckt. Und das siehst du für die Luftfahrt an der neuen deutschen Luftfahrtstrategie, die gestern vom Kabinett beschlossen worden ist. Also auch da wird deutlich gesagt, dass Luft- und Raumfahrt eine Schlüsseltechnologie für Deutschland sind und dass Deutschland sich da in der Forschung, in der Industrie richtig solide aufstellen muss und dass die Politik verspricht, die Bundesregierung verspricht, die geeigneten Maßnahmen zu treffen, um abzusichern, dass wir hier weiter blühen und gedeihen können. Jetzt müssen wir Ihnen, glaube ich, ein bisschen unsererseits dabei helfen oder Sie dabei unterstützen, zu sagen, was sind denn dann die konkreten Maßnahmen, ganz 1:1 sind die noch nicht hinterlegt. Aber Sie sind super gesprächsbereit. Ich bin wirklich gerade nach dieser Woche wieder und vor 2 Wochen ist die Hightech-Agenda präsentiert worden, echt guter Dinge, dass wir im Moment eine Situation haben, wo wir Zukunft gut gestalten können. Und das liegt aber an uns, uns konstruktiv zu zeigen und wohlwollend. Was mich zu dem Punkt bringt, dass ich zutiefst bekümmert bin, wie schlecht dieses Land manchmal geredet wird. Und ich bin so froh, dass wir eine Branche sind, die genau das Gegenteil antritt zu tun, nämlich zu sagen, wir sind ein tolles Land, wir sind eine tolle Industrie, wo man richtig toll arbeiten kann, super coole Lebensläufe entwickeln kann. Deswegen an die jungen Leute da draußen, die noch was planen und was vorhaben. Es ist so ein weites Feld und es ist so wichtig für unser Land, dass wir uns in der Luft- und Raumfahrt gut aufstellen. Wir brauchen jedes schlaue Gehirn, was daran mitarbeiten will. Und es besteht aller Grund dazu zu denken, dass das alles gut wird. Und da ist ja auch die ILA ein super Gradmesser für, weil gestern Eröffnung durch den Kanzler, das politische Interesse ist sehr groß, Industrieinteresse, man merkt, wenn man hier über die Hallen geht, wie es brummt und wie im Prinzip die Leute sich austauschen und Geschäfte machen wollen oder sich inspirieren lassen wollen. Und auch am Wochenende, wenn dann die Besuchertage sind, ist natürlich mir mit meiner Community nochmal auch wichtig, dass auch die Leute, die nicht unbedingt in der Industrie arbeiten, aber sich einfach für das Thema begeistert vorbeikommen. Und ich glaube, ihr seid auch ausverkauft. Also BDLI als Veranstalter von der ILA auch. Wie sind da die Zahlen? Seid ihr da zufrieden? Wir sind super happy. Also die ILA teilt sich ja so ein bisschen auf. Die ersten 3 Tage sind Fachtage, nennt man das, wo Business gemacht wird, wo Politik zu Besuch kommt. Das ist Mittwoch bis Freitag. Samstag und Sonntag sind die Besuchertage. Wir haben im Vergleich zum letzten Mal, vor 2 Jahren, die Besuchertickets um 5.000 Tickets aufgestockt. Und Samstag war vor Wochen schon ausverkauft. Sonntag ist es jetzt seit 1,5 Wochen, glaube ich, auch. Das heißt, wir werden pro Tag jetzt am Wochenende 30.000 Menschen hier haben, die sich ein Bild machen wollen, die Flugzeuge anfassen wollen, die den Mond sehen wollen und die Ariane-Rakete, die Rauch ausstößt und. Also das ist mega toll. Wir sind in der luxuriösen Position, dass unsere Aussteller sagen, sie können sich vor Terminen nicht retten. Sie wissen nicht, wie sie das hier alles unterkriegen sollen. Das ist mega. Das ist einfach toll. Das ist genau das, was wir haben wollten. Und und bitte kommt alle vorbei, guckt euch das an, sprecht mit Moritz. Samstag, Sonntag sind die hier. Sonntag. Ich bringe meine Familie auch mit. Die sind so in der Anflugphase zu. Ich muss mir mal überlegen, was ich dann später mal mache. Also ich hoffe, dass sich jemand erwärmen kann, aber genau, also wir werden es sehen. Cool. Ich habe so eine Signature-Frage am Ende von den Interviews immer und da würde mich so ein bisschen interessieren, wann war bei dir so dein Senkrechtstarter-Moment, wo du praktisch für die Raumfahrt, der Funke bei dir gezündet wurde? Also das war tatsächlich,
komplett sofort beantworten. Das war beim Munich Space Summit im Oktober 2024. Das weiß ich deshalb, weil ich am 1. Oktober 2024 diesen tollen Job, den ich habe, antreten durfte. Und es war mein allererster Auftritt mit einer Rede. Und damit habe ich meine erste kleine Hauptgeschäftsführer-Duftmarke in der Raumfahrt gesetzt, was im BDLI ein kleiner Knaller war. Denn das ist so, im Portfolio des BDLI macht die zivile Luftfahrt, also der Bau von zivilen Flugzeugen, Hubschraubern, in den Umsätzen und Erträgen und Beschäftigtenzahlen den absoluten Löwenanteil aus. Also das ist das Brot- und Buttergeschäft. Dann kommt das Militär, dann kommt die kleine Raumfahrt. Und deswegen fanden die Raumfahrer das natürlich alle super, dass ich da als erstes hingedackelt bin. Hat auch großen Spaß gemacht. Und ich habe eine ganz interessante, völlig passionierte Blase vorgefunden, die sich aber noch nicht zu sehr draußen gehört fühlte. Das hat sich natürlich gewandelt. Aber auf dieser Konferenz bin ich in der ersten Kaffeepause an Thomas Reiter geraten. Den kenne ich natürlich. Ich bin ja alt genug, um als Kind Thomas Reiter in Aktion erlebt zu haben, über den Fernseher und so. Und ich musste das erstmal dann kapiert, dass das der ist. Und dann durfte ich mich mit dem unterhalten. Und der war für uns früher schon also wirklich eine Ikone. Und umso mehr. Und dann war ich einfach von dem Gespräch, was ich mit ihm hatte, so fasziniert. Denn das ist ein so unfassbar kluger, freundlicher Mensch, der, wie ich finde, eine große Gabe auch hat, diese super komplizierten Dinge, die in der Raumfahrt passieren, Menschen wie mir zu erklären und der einem das Gefühl gibt, alles, was du fragst, ist total sinnvoll und richtig. Ich erhebe mich nicht über dich, obwohl ich im All war und die deutschen Sachen da machen kann, sondern ich möchte dir gerne erzählen, wie toll das ist. Und mein Highlight-Moment mit ihm war, teile ich hier gerne, dass ich so dachte und sagte, also wenn Sie ein Dreivierteljahr auf der ISS sind oder ein halbes oder so, ist das nicht irgendwann in der Zeit auch mal langweilig? Ich dachte, so 9 Monate so auf so engem Raum. Und dann guckt er mich an und sagt, Frau von Hahn, langweilig? Also keine Sekunde. Und wenn morgen jemand kommen würde und sagen würde, Thomas, morgen geht's wieder los, er wäre sofort dabei, aber leider wird das nicht mehr passieren. Also das war ein toller Moment. Und Gott sei Dank darf ich noch ganz viel mehr mit ihm zu tun haben. Das war mein Senkrechtstarter-Moment, mein Raumfahrtdurchbruch. Und der hat gleich am Anfang meiner BDLI-Laufbahn stattgefunden. Insofern war es ein super Raumfahrt-Kickstart. Kann ich bestätigen. Ich habe auch mit ihm ein Interview gemacht und das, was du im Video beschreibst, so, dass man weiß, er ist diese Ikone. Ich habe praktisch dann auch am Fernseher mitbekommen, wie er die ISS im Prinzip selber aufgebaut hat. Mit, so, ne? Und ein super Fürsprecher für die Raumfahrt. Ich glaube, jeder, der einmal mit ihm auch nur ein paar Worte wechselt, ist für immer Raumfahrt begeistert. Absolut, ja. Ja. Marie, ich wünsche euch hier eine tolle Messe, dass sie erfolgreich ist. Das kann man, glaube ich, jetzt schon sagen. Absolut. Und viel Erfolg und vielen Dank, dass ihr wieder die Zeit genommen habt. Vielen Dank, Moritz. Hat mir riesen Spaß gemacht. Und wir sehen uns wieder in Paris, würde ich sagen. Ne? Auf jeden Fall. Ja, okay. Alles klar. Dankeschön. Danke.